Princess Anne knew that Meghan would have a very short shelf life in the world stage of the British monarchy. Princess Anne basically reiterated this mantra. Bei einem traditionellen königlichen Auftritt war Prinzessin Anne wie gewohnt scharfsinnig und nüchtern. Aber als Prinzessin Anne und die junge Prinzessin Charlotte bei der königlichen Veranstaltung erschienen, erwartete niemand. Was als nächstes kam: Sie verbrachte Zeit mit Prinzessin Charlotte. Die beiden sprachen privat miteinander, bevor sie einen stillen, aber symbolischen Schritt machten, der die Kameras und die Presse auf sich zog. Was sie taten und was sie sagten, hat Schockwellen durch den Buckingham-Palast geschickt und Meghan Markle völlig aus dem Konzept gebracht. Die Spannungen hatten sich hinter verschlossenen Türen aufgebaut. Und nun ging in Sandringham ein Raunen durch die Geschichte, während die Royals den Atem anhielten. Wer würde zur nächsten königlichen Prinzessin gekrönt werden und wie würde Meghan darauf reagieren? Dass sie dramatisch ins Abseits gestellt wurde? Finden Sie mit uns heraus, welche Neuigkeiten Prinzessin Anne und Charlotte Meghan verraten haben, die das Vereinigte Königreich schockiert haben. Schockierende Titelübertragung. Prinzessin Anne traf eine Entscheidung, die einen bedeutenden und dauerhaften Einfluss auf die königliche Familie des Vereinigten Königreichs haben sollte. Es handelte sich nicht nur um ein weiteres gewöhnliches Familientreffen, sondern um etwas, das von weitaus größerer Bedeutung war. Sandringham House, ein Haus, in dem königliche Geheimnisse von Generation zu Generation weitergegeben worden waren, diente als Tagungsort. Die Mitglieder der königlichen Familie, darunter König Charles III, Königin Camilla, Prinz William und Catherine, waren alle in der Erwartung anwesend, an einer gewöhnlichen Versammlung teilzunehmen. Sie wussten jedoch nicht, dass Prinzessin Anne im Begriff war, eine Erklärung abzugeben, die den Verlauf der Ereignisse völlig verändern würde. Prinzessin Anne sprach mit der für sie typischen ruhigen Autorität, und ihre Bemerkungen trugen das Gewicht ihrer jahrelangen königlichen Pflichten. Sie präsentierte sich in ihrer gewohnt direkten Art. Der Titel der königlichen Prinzessin besteht seit dem Jahr 1642, und sie dachte an ihre Pflicht als königliche Prinzessin. Es war nicht nur ein pompöser Name, sondern er stand auch für ein Leben voller Hingabe an das Land und die Krone. Sie teilte den Zuhörern mit, dass es an der Zeit sei, Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen. Und dann kam der Moment, den man unmöglich vergessen kann. Sie überreichte Prinzessin Charlotte, die damals 9 Jahre alt war, den hohen Titel. Prinzessin Charlotte ist die Tochter von Prinz William und Catherine. In unmittelbarer Nähe ihrer Mutter saß Charlotte und hörte aufmerksam zu. Die Änderung des Titels war nicht nur ein taktisches Manöver, sondern eine strategische Entscheidung, die den Wandel in der Monarchie widerspiegelte. Anne betonte, dass der Titel der königlichen Prinzessin nicht automatisch vererbt wird, sondern dass er vom lebenden König verliehen werden muss. Charlotte wurde in keiner Weise zufällig ausgewählt. Anne erkannte, dass ihre Großnichte eine einzigartige Eigenschaft hat. Die kleine Prinzessin hatte bereits zuvor in der Öffentlichkeit Anmut und Reife bewiesen. Als es zu der Entscheidung kam, war nicht jeder glücklich darüber. Quellen haben berichtet, dass Meghan Markle dabei gesehen wurde, wie sie sich die Tränen wegwischte, was darauf hindeutet, dass sie unter emotionalem Stress litt. Als Prinz Harry von dem Stress erfuhr, versuchte er sie heimlich zu beruhigen. Nachdem Meghan die Wahl von Anne in Frage gestellt hatte, zögerte die Prinzessin nicht, eine Erklärung zu liefern. Die Nähe zur Krone und der Wille, dem Vereinigten Königreich zu dienen, waren 2 notwendige Qualifikationen für das Amt. In diesem Fall ging es nicht um die Gefühle des Einzelnen, sondern um Konsequenz und Pragmatismus. Annes Wahl von Charlotte war auch Teil eines umfassenderen Plans. Durch die Wahl eines jungen Königs, der in der Thronfolge bereits fest etabliert war, trug sie zur Sicherung der Zukunft der Monarchie bei. Charlotte war ein Beispiel für eine neue Generation, die fest in der Tradition verankert und dennoch offen für Veränderungen war. Die Entscheidung sorgte für einige Aufregung. Lady Louise Windsor, die Tochter von Prinz Edward, wurde nicht berücksichtigt. Und Lilibet Diana, die Tochter von Harry und Meghan, wurde nicht einmal in Betracht gezogen. Als Teil dieses Übergangs hatte sich Anne freiwillig bereit erklärt, Charlotte bei der Vorbereitung auf die offizielle Bestätigung des Titels in den kommenden Jahren zu begleiten. Dies war eine kluge Maßnahme, die den Fortbestand des königlichen Erbes ohne Unterbrechung sicherstellte. Wann genau entstand der Brauch der königlichen Prinzessin? Auf welche Weise trugen lang vergessene königliche Geheimnisse und frühere Konflikte zur Entstehung dieses Titels bei, der seit Jahrhunderten Bestand hat? Glauben Sie, dass dies eine direkte Anspielung auf Meghan
War? Klicken Sie auf Gefällt mir, wenn Sie glauben, dass königliche Traditionen immer noch wichtig sind. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, damit Sie den königlichen Tee nicht verpassen. Und jetzt sehen Sie weiter zu, wie wir die restliche Geschichte enthüllen. Das Erbe der traditionellen Ursprünge. Lange Zeit. Vor dem Aufkommen von Mobiltelefonen, sozialen Medien und Instant Messaging hatten die königlichen Familien ihre eigenen einzigartigen und strengen Methoden, um ihre Abstammung zu verfolgen. Wie ein exklusiver Club mit strengen Aufnahmebedingungen war der Titel der Princess Royal. Um seine Anfänge zu verstehen, muss man sich in das Jahr 1642 zurückversetzen. Eine Zeit, in der England ein völlig anderes Land war, in dem König Karl I. seinen Untertanen den Titel der Princess Royal verlieh, übte er nicht nur seine Autorität aus, sondern schuf auch ein Vermächtnis, das noch Jahrzehnte später Bestand haben sollte. Dies war keine zufällige Wahl. Es war der französische Königshof, der ihm als Inspirationsquelle diente. Dort wurde die älteste Tochter des Monarchen als Madame Royale angesprochen. Da Charles sich der Erhabenheit dieses Konzepts bewusst war, beschloss er, es in Großbritannien einzuführen und als königlichen Brauch zu etablieren. Allerdings war dies kein Geburtsrecht. Es ist nicht wahr, dass eine Prinzessin automatisch mit dem Titel ausgezeichnet wurde. Eine genauere Beschreibung wäre, dass es sich um eine private Auszeichnung handelte, die der herrschende Monarch sich selbst verlieh. Ähnlich wie ein königliches Stipendium stand er nur einer begrenzten Anzahl von Personen zur Verfügung. In den mehr als 400 Jahren, die seither vergangen sind, haben nur 7 Frauen diesen Titel getragen, eine Zahl, die niedriger ist als die Anzahl der Personen, die den Mond betreten haben. Ein schicker Titel war nicht das einzige, was zählte. Sie war mit einer großen Verantwortung verbunden. Er unterlag einem strengen Reglement. Nicht immer wurde der Titel an die älteste Tochter verliehen. In anderen Fällen wurde er vollständig über Generationen hinweg weitergegeben. Nur weil der König der Meinung war, dass jemand für die Stelle nicht qualifiziert war, heißt das nicht, dass er sie nicht bekommen hat. Es war wie ein Vorstellungsgespräch bei einer königlichen Familie auf Lebenszeit, aber es gab keine Gewissheit über ein Angebot. Forscher und Historiker der königlichen Familie debattieren seit vielen Jahren über die tatsächliche Bedeutung dieser Stelle. Andere sind der Meinung, dass es eine echte Hingabe an die königlichen Pflichten zeigt, während andere es nur als symbolisches Ritual betrachten. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Prinzessin Royal zu werden? Es geht nicht nur darum, sich eine Tiara auf den Kopf zu setzen. Das Amt erfordert ein hohes Maß an Eleganz, Würde und eine tiefe Hingabe an den Dienst an der Allgemeinheit. In den letzten Jahren war Prinzessin Anne, die derzeit als Prinzessin Royal dient, der Inbegriff für alles, was dieser Titel symbolisiert. Seit 1987 steht sie im Dienste der königlichen Familie und hat in dieser Zeit Engagement, harte Arbeit und Eleganz bewiesen. Mit diesem Titel sind mehr als nur offizielle Aufgaben verbunden. Es ist wichtig, eine starke Verbindung zum Volk herzustellen, ein kraftvolles Sprachrohr der Monarchie zu sein und das richtige Gleichgewicht zwischen Sichtbarkeit und Wahrung der königlichen Zurückgezogenheit zu finden. Trotz der zahlreichen Veränderungen, die in der britischen Gesellschaft stattgefunden haben, ist der Titel derselbe geblieben. Die industrielle Revolution, die Weltkriege, das Aufkommen des Fernsehens und das digitale Zeitalter gehören zu den Ereignissen, die der Titel überstanden hat. Jede königliche Prinzessin hat der Welt ihren eigenen Stempel aufgedrückt. Bei einigen lag der Schwerpunkt auf der Diplomatie, andere widmeten sich der Wohltätigkeit, dem Sport oder bedeutenden Projekten. Es war nie der einzige Zweck des Amtes, einfach nur eine Krone zu tragen. Das Ziel war schon immer, einen bedeutenden Einfluss auf die Welt zu haben. Es wird nun erwartet, dass Prinzessin Charlotte eines Tages den Titel übernehmen wird, was darauf hindeutet, dass die Tradition fortgesetzt werden wird. Prinzessin Royal ist dafür verantwortlich, dass dieser Titel, der auf eine jahrhundertealte Tradition zurückgeht, zu einem Zeichen für Beharrlichkeit und Engagement geworden ist. Das ist die Prinzessin Royal. Am 15. August 1950 wurde ein kleines Mädchen geboren, das nach seiner Geburt die Bedeutung des königlichen Lebens verändern sollte. Es war sofort klar, dass sich Prinzessin Anne Elizabeth Alice Louise von der Masse abhob. Sie war die einzige Tochter von Königin Elisabeth II. Und Prinz Philipp. Und sie war das zweite Kind von König Philipp. Das Aufwachsen in der königlichen Familie brachte einige Schwierigkeiten mit sich.
In den 1950 und 1960 Jahren erlebte Großbritannien bedeutende Veränderungen. Und die Monarchie versuchte, ihre Bedeutung in einer sich schnell verändernden Welt zu bewahren. Während dieser Metamorphose entdeckte Anne, dass sie im Zentrum des Geschehens stand. Sie glich in keiner Weise einer traditionellen Prinzessin. Anne hob sich von der Masse ab, weil sie nicht wie viele andere Menschen ein Leben voller Glanz und Pracht führte. Sie war fest entschlossen, an die Arbeit zu gehen. Ihre unkomplizierte Art wurde zu ihrem Markenzeichen, und ihre Eltern sahen in ihr etwas Außergewöhnliches. Individualismus, Belastbarkeit und eine Arbeitsmoral, die derjenigen der meisten Menschen überlegen ist. Schon als kleines Kind war Anne in die königlichen Pflichten eingebunden. Gäste bei Veranstaltungen waren nicht das Einzige, was sie tat. Sie hatte ihre ganze Aufmerksamkeit auf sie gerichtet. Während die meisten Heranwachsenden mit ihrem Sozialleben und ihren Freundschaften beschäftigt waren, lernte sie zusammen mit ihren Eltern, wie man sich im öffentlichen Dienst engagiert. Eine Sache, die sie auszeichnete, war ihre Begeisterung für Sport, insbesondere für das Reiten. Sie war nicht nur ein Mitglied der königlichen Familie, das gerne auf Pferden reitet, sondern auch eine versierte Reiterin. Als Profisportlerin nahm sie sogar für Großbritannien an internationalen Wettkämpfen teil. Sie bestritt Wettkämpfe auf professioneller Ebene. 1987 wurde ihr offiziell der Titel Princess Royal verliehen, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Namen gemacht hatte. Mit ihrer karitativen Tätigkeit, die sich über viele Kontinente erstreckte, unterstützte sie eine Vielzahl von Anliegen, die von der medizinischen Forschung bis zum Wohlergehen von Kindern reichten. Die Zahlen sind ein mehr als ausreichender Beweis. Allein im Jahr 2022 nahm Anne mehr als 200 formelle Verpflichtungen wahr, mehr als jeder andere ältere König. Im Gegensatz zu denjenigen, die es ruhiger angehen ließen, arbeitete sie immer noch härter. Ihre Einstellung zur Dienstleistung war geradlinig und pragmatisch. Keine sinnlosen Bemerkungen, keine Unterbrechungen. Einfach ungeteilte Aufmerksamkeit für die anstehende Aufgabe. Sie wurde von Militärs, Wohlfahrtsverbänden und normalen Menschen gleichermaßen für ihre Effizienz gelobt und genoss daher großen Respekt. Es war schwierig für sie, ihre Funktion innerhalb der sich wandelnden Monarchie zu erfüllen. Sie war sich bewusst, dass es wichtig war, die Traditionen zu respektieren. Aber sie war sich auch bewusst, dass es wichtig war, sich den Gegebenheiten der modernen Welt anzupassen. Es war keine einfache Aufgabe, das Gleichgewicht zwischen beiden aufrecht zu erhalten. Aber sie schaffte es mit bemerkenswertem Geschick. Das Konzept, das König Karl XIII. Für eine kompaktere und effizientere königliche Familie hatte, passte wunderbar zu Annes Einstellung zu ihrer Arbeit im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Obwohl sie sich diese Strategie schon lange vor ihrer offiziellen Anerkennung zu eigen gemacht hatte, war ihre Arbeit nie nur von einem Gefühl der Verpflichtung motiviert. Die Herzlichkeit und Aufrichtigkeit, die Anne bei allem, was sie tat, an den Tag legte, war ansteckend. Sie besuchte Schulen, Krankenhäuser und Militäreinrichtungen nicht nur, um Fotos zu machen. Sie knüpfte echte Beziehungen zu den Menschen. Sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein moderner Royal zu sein, indem sie an den Olympischen Spielen im Pferdesport teilnahm, Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt unterstützte, sich über überholte königliche Bräuche hinwegsetzte und ein Symbol für unermüdlichen Einsatz wurde. Machen Sie dies bei allen kommenden Ereignissen zu Ihrem Markenzeichen. Und mögen Sie noch größere und befriedigendere Erfolge erzielen. Wir freuen uns darauf, bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille zu gewinnen. Die Frage ist jedoch, wer in Annes Fußstapfen treten und das großartige Erbe, das sie hinterlassen hat, fortsetzen könnte. Die Entstehung einer zukünftigen Prinzessin. Während die meisten 9-jährigen Mädchen mit der Schule und dem Spielplatz beschäftigt sind, bahnt sich Prinzessin Charlotte diskret ihren Weg in die Welt der königlichen Pflichten. Es reicht nicht aus, dass sie in Zukunft nur ein Diadem trägt. Zu lernen, was es bedeutet, zu dienen, steht im Mittelpunkt dieses Vorhabens. Bei ihrer Erziehung lassen ihre Eltern, Prinz William und Catherine, sowohl Elemente der Tradition als auch des normalen Lebens einfließen. Sie wollen, dass sie mit den Füßen auf der Erde bleibt und gleichzeitig die königlichen Pflichten versteht. Ihr Ziel ist ganz einfach. Charlotte soll lernen, nicht nur eine Prinzessin, sondern auch ein Mensch zu sein. Bei einem Familientreffen auf Schloss Windsor ereignete sich etwas, das nicht erwartet worden war. Charlotte machte den Vorschlag,
eine Märchenecke für Kinder einzurichten, falls die älteren Royals eine Wohltätigkeitsveranstaltung planen. Sie bewies damit ihre Originalität und ihren natürlichen Sinn für Engagement, indem sie eine eher unbedeutende Idee aufgriff. Diana, Prinzessin von Wales, nahm dies zur Kenntnis. Sie erkannte, dass ihre junge Großnichte eine einzigartige Eigenschaft hat. Sie war nicht nur charmant, sondern auch wissbegierig, intelligent und besaß die außergewöhnliche Fähigkeit, einen Raum zu lesen. Es war Charlottes Fähigkeit, ruhig zu bleiben, die bei der Beerdigung von Königin Elisabeth zum Vorschein kam. Behutsam erklärte sie ihrem Bruder George die Bedeutung der Krone des Monarchen. Obwohl andere Kinder mit der Situation überfordert gewesen wären, obwohl es sich um einen Moment der Stille handelte, zeigte sie ein Verständnis, das über ihrem Alter lag. In Bezug auf ihre Erziehung haben William und Catherine Freundlichkeit und Rücksichtnahme gezeigt. Ihr Haus ist nicht nur ein Palast, sondern auch ein Ort, an dem Bildung vermittelt wird. Backen, Gartenarbeit und andere Aktivitäten, die draußen stattfinden, nehmen die Nachmittage in Anspruch. Durch diese Aktivitäten, die nicht nur Hobbys sind, werden Lektionen in Kreativität, Verantwortung und Verbundenheit gelernt. Charlottes Ausbildung umfasst mehr als nur die Schule. Ihre praktischen Erfahrungen, die Mithilfe bei örtlichen Lebensmittelsammlungen, zeigen ihr, wie wichtig es ist, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Ihre Eltern möchten, dass sie versteht, dass dies eine Pflicht ist, die mit Luxus einhergeht. Ihre Auftritte in der Öffentlichkeit haben jeweils ihre eigene Geschichte. Sie winkt nicht nur, sondern nimmt auch an Aktivitäten wie dem Trooping the Color teil. Sie ist in der Lage zu erklären. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Vertrautheit mit den königlichen Gepflogenheiten erwecken den Eindruck, dass sie sich Wissen aneignet, das die meisten Menschen nur schwer beherrschen würden. Hinter den Kulissen wird ihr eine einzigartige Form der Führung zuteil. Charlotte wird von Prinzessin Anne selbst betreut, die sie in der Kunst der Kommunikation, im Umgang mit anderen Menschen und sogar in der Beendigung eines Gesprächs unterrichtet. Mehrere Personen haben auf die Parallelen zwischen Charlotte und Anne hingewiesen. Die Persönlichkeit ist ebenso wichtig wie das Aussehen. Die Direktheit, der scharfe Verstand und die ruhige Zuversicht, die sie ausstrahlt, sind Eigenschaften, die viele an ihre Großtante erinnern. Für die königliche Familie ändert sich einiges. Im Rahmen des Plans von König Charles III, eine kompaktere und effizientere Monarchie zu schaffen, wird es weniger arbeitende Royals geben, aber ihre Positionen werden mächtiger und bedeutender sein. Bei dieser Veränderung wird dem Inhalt Vorrang vor dem Spektakel eingeräumt, und für Charlotte hat Qualität Vorrang vor Quantität. Es reicht nicht aus, dass sie in Zukunft nur eine Prinzessin ist. Es geht darum, eine Führungspersönlichkeit zu werden, zu lernen, wie man effektiv kommuniziert, und ein integraler Bestandteil einer Organisation zu sein, die sich ständig weiterentwickelt. Sie erlangt die Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen der heutigen Welt und den Traditionen der Vergangenheit herzustellen. Es ist nicht nur ein königliches Kind, das William und Catherine großziehen. Sie bringen eine zukünftige Führungspersönlichkeit hervor, die weiß, dass echter Dienst wichtiger ist als Prestige. Könnte es noch jemanden geben, der geduldig auf eine Gelegenheit wartet, ins Rampenlicht der königlichen Familie zu treten? Ist es möglich, dass andere junge Royals etwas bewirken und den Weg ändern, der Charlotte in Richtung einer bedeutenderen Rolle zu führen scheint? Schlacht um das königliche Erbe. Der Wettstreit um die Königstitel ist jedoch nicht mit einem Spiel vergleichbar, bei dem jeder Einzelne die gleiche Chance hat, mitzumachen. Man kann Parallelen zu einem anspruchsvollen Puzzle ziehen, bei dem jedes Teil genau zu den anderen passen muss und bei dem nicht jeder einen Platz im endgültigen Bild erhält. Auch wenn Lady Louise Windsor nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, schließt dies nicht aus, dass sie eine starke Konkurrentin sein könnte. Obwohl sie die Tochter von Prinz Edward und Sophie ist, entspricht sie nicht der Definition einer königlichen Prinzessin, wie sie in Hollywood auf Hochglanz gebracht wird. Die außergewöhnliche Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Großmutter, Königin Elizabeth II, ist nicht zu leugnen, und sie trägt sich mit einer Ruhe und Gelassenheit, die mühelos schön ist. Louises Liebe zu Pferden geht weit über einen einfachen Zeitvertreib hinaus. Sie sind ihre wahre Leidenschaft. Diese Gegenstände sind Teil der Geschichte ihrer Familie und liegen ihr am Herzen. Ihr verstorbener Großvater, Prinz Philip, wurde durch ihre Teilnahme an der Windsor Horse Show geehrt, indem sie in einer Kutsche fuhr, die er zuvor gelenkt hatte. Dies war ihre Art, ihrem Großvater Respekt zu zollen. Obwohl die Urkunde einfach war,
vermittelte sie viele Informationen darüber, welche Bedeutung sie Bräuchen und Traditionen beimisst. Im Gegensatz zu anderen jungen Royals, die sich im Rampenlicht wohlfühlen, hält sich Louise lieber im Hintergrund. Dies steht im Gegensatz zu anderen jungen Königinnen und Königen. Es ist allgemein bekannt, dass sie für ihre sympathische Art sowie ihr ruhiges und selbstbewusstes Auftreten bekannt ist. Alles Eigenschaften, die viele Menschen mit der verstorbenen Königin identifizieren. Aufgrund ihres kultivierten Auftretens und ihrer tief verwurzelten Liebe zu Pferden hat sie sich in Diskussionen über königliche Titel als interessante Persönlichkeit erwiesen. Außerdem gibt es den Namen Lilibet Diana Mountbatten Windsor, der mit einer bemerkenswerten und geschichtsträchtigen Epoche verbunden ist. Ein Beispiel für einen Namen, der eine einzigartige Mischung aus traditionellen königlichen Ritualen und moderner Familiendynamik darstellt, ist Lilibet. Bei der Namensgebung wurden sowohl der Spitzname, den Königin Elizabeth als Kind trug, als auch der Name ihrer Großmutter, Prinzessin Diana, verwendet. Andererseits sind ihre Lebensumstände sehr schwierig. Ihre beiden Eltern, Prince Harry und Meghan Markle, haben sich entschieden, ihr Leben abseits der Menschen zu führen, die als Mitglieder der königlichen Familie angesehen werden. Sie sind mit den Sitten und Gebräuchen der britischen Monarchie nicht vertraut, weil sie in Kalifornien leben. Der Grund dafür ist, dass die britische Monarchie eine königliche Institution ist. Die Zukunft von Lilibet als Mitglied der königlichen Familie ist aufgrund der Kluft, die zwischen ihnen besteht, sowohl physisch als auch persönlich, fraglich. Harry und Meghan haben den Wunsch geäußert, dass ihre Kinder weiterhin eine Verbindung zu ihrer königlichen Abstammung haben sollen. Dieses Ziel haben sie auch ihren Kindern vermittelt. Außerdem haben sie deutlich gemacht, dass sie wollen, dass Archie und Lilibet eine andere Art der Erziehung erhalten, die nicht mit der Last der königlichen Erwartungen einhergeht. Das ist etwas, das sie mit Leidenschaft verfolgt haben. Die Tatsache, dass die königliche Familie aus Mitgliedern besteht, die sich ständig verändern, macht das Problem noch komplexer. König Karl III hat es sich zur Priorität gemacht, nur die Mitglieder der königlichen Familie, die ihm am nächsten stehen, in verantwortungsvolle Positionen zu bringen. Dies geschieht in der Absicht, die Größe der Monarchie zu minimieren und sie effizienter zu machen. Aufgrund dieser Änderung ist es nun schwieriger, die Orte zu bestimmen, an denen Lilibet sich einfügen könnte. Unter denjenigen, die mit der königlichen Familie in Verbindung stehen, findet ein ständiges Gespräch statt. Einige sind der Meinung, dass es wichtig ist, die Integrität der familiären Bindungen zu erhalten, während andere argumentieren, dass die praktische Seite der königlichen Pflicht Vorrang haben muss. Auch Lilibets Name ist nicht frei von jeglicher Bedeutung. Er dient nicht nur als Bindeglied zur Vergangenheit, sondern wurde aufgrund seiner Bedeutung auch zu Ehren von Königin Elizabeth und Prinzessin Diana gewählt. Ein königlicher Titel oder eine königliche Verpflichtung ist nicht unbedingt garantiert, nur weil eine Person einen Namen trägt, der als bemerkenswert gilt. Was die Zukunft von Louise und Lilibet betrifft, so ist die Situation immer noch nicht geklärt. Welche Pläne haben sie für die Zukunft? Werden sie innerhalb der Monarchie wichtigere Aufgaben übernehmen oder werden sie ihren eigenen Weg außerhalb der Traditionen der königlichen Familie gehen? Die königliche Familie hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Von der Zeit, in der Königin Elisabeth regierte, bis zu der Zeit, in der König Karl III seine Vision verwirklichte, gab es eine Periode des Wandels, die sich nicht verändert hat. Die Geschichten von Louise und Lilibet sind nur der jüngste Teil dieser umfangreichen Geschichte, die noch viele weitere Geschichten umfasst. Welche dunklen und tiefgreifenden Familiengeheimnisse verbergen sich jedoch hinter der üppigen Fassade, die die königliche Familie der Welt präsentiert? Die Meinungsverschiedenheiten, die zwischen Prinz Harry und Meghan Markle sowie den anderen Mitgliedern der königlichen Familie entstanden sind, haben das Potenzial, den Zerfall der Monarchie zu bewirken. Eine geteilte Familie. Die Bilder des britischen Königshauses sind immer von höchster Qualität. Perfekt geschliffenes Lächeln, makellose Wellen und aufeinander abgestimmte Kleidung. Andererseits gibt es innerhalb der Familie eine erhebliche Spaltung, die mit einer dramatischen Seifenoper vergleichbar ist und die sich hinter den sorgfältig inszenierten Momenten verbirgt. Zu dem Zeitpunkt, als das Jahr 2020 anbrach, war die Sollbruchstelle erreicht. Es gab eine wichtige Entscheidung von Prinz Harry und Meghan Markle, die die Monarchie in ihren Grundfesten erschütterte. Das Königspaar beschloss, seine offiziellen königlichen Aufgaben nicht zu erfüllen.
Der Umzug nach Kalifornien war nicht nur ein Umzug an einen neuen Ort, sondern hatte auch eine Reihe anderer Aspekte. Es war eine Entscheidung, die sie trafen, um sich von den Zwängen einer Organisation zu befreien, die ihre Existenz maßgeblich geprägt hatte. Harry, der in eine der traditionellsten Familien der Welt hineingeboren wurde, verfolgte einen ganz eigenen Weg. Harry verfolgte nun diesen alternativen Weg. Megans Erfahrung verlieh der ohnehin schon faszinierenden Geschichte eine neue Ebene der Komplexität. Dadurch, dass sie von außen in das Königshaus eingeheiratet hatte, besaß sie einen ganz eigenen Blickwinkel auf die Verhältnisse. Die Probleme, die innerhalb des königlichen Systems über viele Generationen hinweg ignoriert worden waren, wurden durch ihre scharfsinnige Perspektive ans Licht gebracht. Als Folge ihres Interviews mit Oprah Winfrey wurde eine Schockwelle an jeden einzelnen Ort der Welt übertragen. Diskriminierung aufgrund der Ethnie, Probleme mit der psychischen Gesundheit und das Gefühl, von der königlichen Institution nicht unterstützt zu werden, waren einige der Bedenken, die im Laufe des Gesprächs zur Sprache kamen. Zusätzlich zu einer Liste von Beschwerden war dies auch eine. Das Prestige der Monarchie, das sorgfältig geschützt worden war, wurde durch diese substanziellen Forderungen in Frage gestellt, wodurch das Ansehen der Monarchie bedroht wurde. Infolgedessen wird gleichzeitig darüber gesprochen, dass er keinen Titel erhalten wird und dass ihm keine Sicherheit gewährt wird. Außerdem gibt es Bedenken und Diskussionen über die Möglichkeit, dass seine Hautfarbe bei seiner Geburt dunkler sein wird. Für Harry und Meghan war dies eine wichtige persönliche Angelegenheit. Die Eltern wollten etwas anderes für ihre Kinder Archie und Lilibet, für die sie die Verantwortung trugen. Sie träumten von einem Leben, in dem man sich als Mitglied der königlichen Familie nicht den ständigen Blicken des Volkes aussetzen musste. Die Schwierigkeit, mit der sich König Karl konfrontiert sah, war eine ganz besondere. Er musste herausfinden, wie er ein Gleichgewicht zwischen der Realität einer sich verändernden Welt und den seit Generationen überlieferten Traditionen herstellen konnte. Er tat dies, indem er die Aufmerksamkeit der Monarchie auf die wichtigsten Mitglieder der Familie lenkte, die in der direkten Erbfolge standen. Das war die Strategie, die er verfolgte. Dadurch wurden Harry, Meghan und ihre Kinder an den Rand des königlichen Kreises gedrängt. Das war die Konsequenz aus der Situation. Die Botschaft war klar, auch wenn sie höflich war. Es war nicht mehr so, dass sie im Mittelpunkt der Geschichte über den König und die Königin standen. Die Tatsache, dass Harry und Meghan anerkannt und verstanden wurden, war für sie von großer Bedeutung. Die Institution der königlichen Familie legte großen Wert auf Stabilität und das Festhalten an bestehenden Traditionen. Durch ihre Kinder wurden sie zu einem Symbol für diese Konflikte. Die bisherigen Mythen über Könige wurden durch die Tatsache in Frage gestellt, dass Archie und Lilibet eine neue Art von Königen darstellten, dass sie gemischter Ethnie waren und dass sie auf 2 verschiedenen Kontinenten aufwuchsen. Würden sie in ihrer Gesamtheit akzeptiert werden? Würden sie möglicherweise eine Rolle in der Zukunft der Monarchie spielen? Die Kommunikation zwischen beiden Parteien war gestört. Anstelle von privaten Gesprächen gab es öffentliche Kommentare, Interviews mit den Medien und juristische Auseinandersetzungen. Beide Seiten glaubten, im Recht zu sein. Und jede Seite glaubte, missverstanden worden zu sein. Die Reaktion des Königshauses war klug. Bewahren Sie die Ruhe. Sagen Sie so wenig wie möglich und verteidigen Sie die Organisation. Schweigen kann jedoch sehr viel aussagen. Darüber hinaus schien das Schweigen für Harry und Meghan eine Form der Ablehnung zu sein. In der Zwischenzeit machten sie mit ihrer eigenen Arbeit weiter. Sie konzentrierten sich darauf, ihre eigene Geschichte zu schreiben, während sie gleichzeitig Wohltätigkeitsorganisationen gründeten und Medienpartnerschaften eingingen. Der emotionale Tribut war offensichtlich. Doch die Isolation von der königlichen Familie blieb bestehen. Trotz der Tatsache, dass die königliche Familie eine Reihe von Katastrophen überstanden hat, fühlt sich diese Ungleichheit anders an. Tradition und Etikette sind nicht die einzigen Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Family. Gegenseitiger Respekt und Verständnis sind die Themen, um die es geht und die wesentlich persönlicher sind. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende und niemand kann vorhersagen, wie sie enden wird. Wird sich Prinzessin Charlotte an die Gepflogenheiten der königlichen Familie halten? Oder wird sie die einflussreichste königliche Prinzessin in der Geschichte werden? Wird der Weggang von Harry und Meghan Veränderungen mit sich bringen, die sich nachhaltig auf die Zukunft der Monarchie auswirken? Oder wird die Familie Windsor in der Lage sein, ihre tiefgreifenden Spaltungen zu überwinden? Was ist mehr?
Die Royals sind zwar berühmt für ihre subtilen Gesten, aber diese war nicht zu übersehen. Berichten zufolge hat Prinzessin Anne Charlotte ein privates Erbstück geschenkt. Ein Stück, das der Familie Sussex nicht zur Verfügung steht. Und dann kamen die Worte, die alles veränderten. Eines Tages wirst du verstehen, warum wir diese Familie beschützen. Wow. Die Bemerkung, die Berichten zufolge in Hörweite mehrerer Mitarbeiter geäußert wurde von vielen als kaum verhüllte Botschaft an Meghan und als Verteidigung der Traditionen der Monarchie verstanden. Es ging nicht nur um Schmuck oder Tradition, es war ein Statement. Wow. Indem sie sich mit Prinzessin Anne verbündet, positioniert sich Prinzessin Charlotte, selbst in ihrem jungen Alter, als Verteidigerin der Krone. Insider des Königshauses sagen, dass dieser Moment inszeniert wurde, um die Loyalität innerhalb der Kernfamilie inmitten der wachsenden Spannungen, die durch die Sussexes verursacht wurden. Ein Palastmitarbeiter sagte inoffiziell, dies war eine Botschaft, nicht an die Öffentlichkeit, sondern an jemanden, der aus der Ferne zusieht. Wow. Was ist mit Meghans Antwort? Wie erwartet hat Meghan öffentlich geschwiegen, aber Quellen, die ihr nahestehen, sagen, dass sie von den Ereignissen tief verletzt war. Einige meinen, dies würde die Kluft zwischen Meghan und dem Rest der königlichen Familie nur noch vertiefen. Andere sagen, es sei an der Zeit, dass die Monarchie vorankommt, mit oder ohne sie. Glauben Sie, dass Prinzessin Anne mit dieser Botschaft richtig lag? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, wenn Sie für die königliche Wahrheit hier sind. Und tippen Sie auf Abonnieren, um direkt von den Toren des Palastes auf dem Laufenden gehalten zu werden. Denn in der königlichen Familie, selbst ein Flüstern kann zu einem Kriegsschrei werden.